Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Busfahrschule OE-Kanal. Ich habe ja meine Umfrage gestellt, wer was sehen möchte, was ich euch geben soll, Tipps oder Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Busfahrschule OE-Kanal. Ich hatte ja mal so eine Umfrage gestartet, was ihr gerne sehen wolltet. Irgendwelche Tipps oder Geschehen hier im Bus. Alltagsleben war das, glaube ich. Alltagsleben, der Funk, ja. Den brauchen wir jetzt nicht, den können wir ausmachen. Da habe ich mir mal so ein paar Sachen ausgesucht, was ich so filmen kann. Natürlich ohne Gesichter, mit Gesichter ist immer blöd, sonst gibt es so viele Situationen, was man filmen könnte. Ja, aber ich gebe euch auch trotzdem noch ein paar Tipps, wie ihr trotzdem an solche Material oder in so Situationen euch reinschnuppern könnt, wenn ihr Busfahrer werden wollt. Und das alles könnt ihr nach dem Intro sehen. Bis gleich. So Leute, morgens aufstehen, mal zur Arbeit, mal gucken, wie die neue Woche anfängt. Das ist jetzt so ein kleiner Überblick darüber, was ein Busfahrer so alles machen muss. Ja, in erster Linie erstmal früh aufstehen. Wir haben ja so einen Weckdienst, dass der Weckdienst dich nicht wecken braucht, wenn du verschlafen tust, wenn du verschläfst. Weil am besten immer so eine halbe Stunde vor deiner Zeit hier sein, ist immer besser. Ich sag dir dann gleich warum. Und wenn man dann hier auf den Betrieb gekommen ist, schaut euch einfach mal an, wie es dann weiterläuft. So, ich bin schon auf dem Parkplatz. Jetzt laufe ich mal rein, um zu sehen, was ich die ganze Woche fahren muss. Meistens ist das freitags schon im Fach. So, bis dann. So, da ist ja hier mein Auto, natürlich mit meiner Werbung, und das ist hier unsere Firma. Dann laufen wir jetzt einfach mal zur Arbeit. Das ist mein morgendlicher Gang. Natürlich hier auch Maskenpflicht. So. Dann schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Als erstes gucken wir natürlich in unserem Fach, was uns erwartet, um zu sehen, was wir die ganze Woche dann fahren werden. Also, das sieht schon mal gut aus. Dann holen wir uns jetzt gleich noch mal einen Kaffee, um wach zu werden. Das ist unser Wochenplan. Wie ihr sehen könnt, Montag, Dienstag. Ich sehe schon, Donnerstag habe ich Mietbus. Mal gucken, wo wir dann sind. Wird schon nicht so anstrengend sein. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. So, das ist heute mal unser Plan, was wir machen. 6:27 Uhr anfangen, wie ihr sehen könnt. Dann geht es weiter. Hier haben wir ein bisschen Pause. Und das ist unsere Lenkzeit, die wir auch bezahlt bekommen. Ja, so sieht's aus. Nachdem wir uns angemeldet haben, wird erstmal noch geguckt, ob sich was Neues geändert hat. Das können wir bei uns am Monitor sehen. Ja, und in den Pausen können wir hier noch ein bisschen kickern. Pausenraum haben wir auch. Wie gesagt, an alles gedacht. So, wir haben den Wagen 22, das ist ein Gelenkbus. Da habe ich auch heute um 10:30 Uhr lief das ja schon eine Vorstellung bzw. ein Update über diesen Bus gemacht. Die anderen Busse, die stehen hier noch alle. Ganz wichtig, wenn ihr so einen Bus zum ersten Mal habt, Öl, Wasser und so, die allgemeine normale Abfahrtskontrolle machen. Aber ganz wichtig, Öl
Wasser, dazugehörigen Reifen, die allgemeine Abfahrtskontrolle eben machen. Wenn ihr aber die ganze Woche habt, mit dem Öl gucken und so, in einer Woche wird er nicht so viel verbrauchen, dann könnt ihr natürlich auch das jeden zweiten, jeden dritten Tag machen. So, der hat noch keine Luft. Ist meistens so, wenn man kommt, dass der keine Luft hat. Alles andere mit dem Bus wisst ihr ja. Und dann kommen wir mal zu den Sachen, was man so im Bus alles erlebt. Ja Leute, nachdem ihr alles so fertig gemacht habt, geht's los. So wie auf dem Auftrag eben halt steht, ich habe gleich noch eine Schwimmfahrt. Bei den Schwimmfahrten ist immer ganz lustig, die Kinder, die kommen rein, die Kinder, die sagen Guten Morgen, aber die Lehrer meistens, die gucken dich noch nicht mal an, Hauptsache die Kinder sind drin. Also das ist schon mal, worauf ihr euch einstellen könnt. Gibt natürlich auch nette Lehrer, Lehrerinnen, die sagen auch dann schon mal Guten Morgen und Tschüss und Danke. Aber manche Schulen, da wo du da hinkommst, da wird man, wie gesagt, gar nicht beachtet. Aber das soll euch ja nicht stören, Leute. Ja? Und die Kinder, die Kinder natürlich müsst ihr auch gut behandeln. Ne? Wenn die Guten Morgen sagen, auch Guten Morgen, immer recht freundlich und. Warum? Weil die Kinder, das ist Zukunft von den Busfahrern. Jetzt werdet ihr sagen, Kinder, Zukunft, Busfahrer, wieso, warum, weshalb? Ja? Vielleicht wird aus denen irgendwann mal auch ein Busfahrer, erstens. Und zweitens, das sind unsere Fahrgäste für später, Leute. Stellt euch mal vor, ihr würdet euch jetzt sogar denen gar nicht so kümmern und leck mich am Arsch und was weiß ich nicht, gut behandeln. Dann würden die, wenn die später mal groß sind, gar nicht mehr mit dem Bus fahren. Ja, das sind unsere Fahrgäste für später, die Kinder. Egal, ob das jetzt Schulkinder sind, ob das jetzt schon Teenager sind. Ja, das sind unsere Fahrgäste. Auch wenn das schon Schüler sind, die in 9., 8., 10. Klasse sind. Die werden auch irgendwann mal alt und die sind auch auf den Bus angewiesen. Ja, ihr müsst das auch mal von dieser Seite aus betrachten. Hört sich ein bisschen komisch an, aber wenn man das so überlegt, die Kinder sind unsere Fahrgäste für später, jawohl, so ist es. So, mal gucken, ob ich noch ein paar Sachen aufnehmen kann, was so relevant ist für den Busfahrer, eben halt Alltagsgeschehen. Es gibt so viel, aber ich müsste jemanden dabei haben, der versteckte Kamera macht und aufnimmt, was hier im Bus alles so gesprochen wird, gemacht wird und. Aber das darf man ja auch eben halt nicht. Ihr müsst euch das eben halt so vorstellen, in so einem Bus, ich habe jetzt den Gelenkbus hier, da passen so viele Leute rein, so viele Nationalitäten, die sind dann auch hier in dem Bus dann drin. Der eine redet Arabisch, der eine redet Türkisch. Manche Sachen, die versteht man dann auch, dann schmunzelt man so. Und schön ist es immer, wenn die nicht wissen, dass man Türkisch kann und die sind auf ihrer Sprache was am Reden. Ja, das sind so Alltagsgeschehen. Mal gucken, wenn ich noch ein paar Sachen finde, was relevant für uns Busfahrer oder für euch Busfahrer ist, kann ich das noch versuchen aufzunehmen. Ansonsten erkläre ich das noch ein paar. Da ist ein Kollege mit ein paar Details. Bleibt weiterhin dran. Wenn ihr bis hierhin schon geschaut habt, dann ist gut, denn es folgen gleich noch bestimmt andere Szenen. Leute, das ist hier ein normaler Alltag hier am Schulzentrum. Könnt ihr sehen, wie die Leute hier, um ihre Kinder abzuholen, hier kreuz und quer hier stehen. Ja, das ist ein Wendehammer und guckt euch mal den Wendehammer an. Kommt man kaum rum. Ja. Jetzt wird's lustig, da kommt ein Bus von uns oder vom anderen Unternehmen, ist egal, aber hier ist immer richtig was los. Das könnt ihr auch sehen. Die haben hier eigentlich
Nichts verloren, absolutes Halteverbot hier. Normaler Alltag wolltet ihr ja sehen. So, ich bin jetzt hier an der Schule und warte, dass die Leute gleich kommen. Da kann ich aber euch noch was erzählen, um so Alltagsgeschehen. Wenn ihr jetzt Busfahrer werden wollt und ihr wisst nicht, was ein Busfahrer so macht, ob der Stress hat, wie er sich verhalten muss, bestimmte kritische Situationen oder so. Und ihr wollt, wie gesagt, Busfahrer werden, ganz einfach. Ihr kauft euch ein 9 Uhr Tagesticket, wenn ihr habt, oder einfach eine Fahrt, 2 Fahrten, da passiert immer etwas. Einfach mal kaufen, hier hinten bei dem Busfahrer sich hier hinsetzen. Für ihn seid ihr ein ganz normaler Fahrgast. Der weiß nicht, ob ihr Busfahrer seid, der weiß nicht, ob ihr Busfahrer werden wollt oder so, ja. Einfach mal ganz normal ein Ticket kaufen, sich hinsetzen, dann fährt der Bus los und dann fahrt ihr mal so 2-3 Stunden mal mit. So, und dann seht ihr schon, wie der Busfahrer drauf ist, ob er genervt ist, ob er gestresst ist, wenn Fahrgäste kommen, bestimmte Situationen, einer kommt mit einem 50-Euro-Schein, oder Centstücke, habe ich auch schon alles erlebt, wie der Fahrer reagiert, den ganzen Tagesablauf eines Busfahrers. Ich könnte euch eine ganze Geschichte darüber erzählen oder ich könnte euch, ja, ich würde das ja gern alles filmen, um euch das zu zeigen, aber aus urheberrechtlichen Gründen, technischen Gründen, ich kann nicht fahren und gleichzeitig filmen, auch ist es leider nicht möglich, aber das ist eine Idee von mir, wie ihr das handhaben könnt. Ja, als Busfahrer einfach mal mitfahren. Und ihr als Busfahrer, wenn ihr euch in eine Lage von einem Fahrgast versetzen wollt, wie er das Ganze von hinten aus sieht, das könnt ihr natürlich auch machen. So wie ich das letztens wo ich in Neumünster war, bin ich auch mit einem Linienbus gefahren und keiner hat gewusst, dass ich ein Busfahrer bin. Ja, habe ich mich hinten mal hingesetzt, habe mir beobachtet, was der Busfahrer so macht. Der eine war sogar noch am Telefonieren. Der hat Albanisch hier Lautsprecher angehabt, ich verstehe auch noch Albanisch. Ich saß dann hier vorne, das hatte ich aber in dem Beitrag nicht gefilmt. Wir hauen ja keine Kollegen in die Pfanne. Aber ist alles zu sehen. Ja, wie gesagt, wenn ihr als Fahrer mal als Fahrgast euch mal hinten hinsetzt und andere Kollegen mal so beobachtet, da gibt es ständig Sachen. Aber wie ihr sehen könnt, ich bin trotzdem noch gut gelaunt, ich bin gut drauf. Warum bin ich gut drauf? Diese positive Einstellung, Leute. Wenn ihr Busfahrer werdet, dann müsst ihr diese positive Einstellung haben und nicht dieses negative Leck mich am Arsch Gefühl und ach, ist mir doch egal, ich krieg sowieso mein Geld. Scheiß Fahrgäste, scheiß Kinder, scheiß Unternehmen, scheiß Bus. Es gibt so viele Sachen, wo man sich aufregen kann, aber wozu? Wenn es im Unternehmen nicht gibt, gibt es auch keinen Bus. Wenn es den Bus nicht gibt, gibt es keine Busfahrer. Wenn es Busfahrer nicht gibt, ist man arbeitslos. Man kriegt dann zwar Geld, aber Hartz IV ist auch nicht die Welt. Irgendwann, es gibt so viele Leute, die sie Hartz IV beziehen und so, dann lasst sie das eben halt beziehen. Dann ist nicht mein Ding. Wenn ich Urlaub habe oder so, ich suche die Arbeit. Man muss dafür geboren sein und auch als Fahrer geboren sein, um auf der Straße zu sein. Ich sage immer, positiv denken, an die ganzen Sachen immer positiv rangehen. So, mal gucken, vielleicht sehe ich noch ein paar Sachen, was ich filmen kann, aber ansonsten könnt ihr mit diesen Tipps normalerweise gut umgehen und es auch umsetzen, um halt mal reinzuschnuppern, wie so ein Busfahren, wie ein Busfahrerleben so aussieht. Also nicht schlecht. Und Donnerstag habe ich ja sowieso den Reisebus, vielleicht kann ich im Reisebus euch noch was sagen, das geht nur zum Moviepark. Ja, so ist das eben halt. So Leute, ich habe mal einige Sounds aufgenommen. Nur, dass ich jetzt muss ich hier aufpassen, hier ist nämlich eng alles hier. Jetzt läuft mir auch noch einer hier so vor der Nase. Wenn ich jetzt hupe, erschreckt er sich. Der hört nicht, dass ich hinter ihm bin. Ne? Jetzt hat er das erst gemerkt. Okay. Nein, ich sage, ich habe gerade ein paar Audioaufnahmen gemacht. Die Tante lässt mich durch. Okay. Von den Kindern, die hier drin waren, die ich gerade zum Schwimmen gefahren habe. Manche von euch wären bestimmt ausgerastet, hätten gesagt, ey, leise, oh, ich kann mich nicht konzentrieren oder so, ja. Das geht aber auch nicht.
Wenn die tatsächlich dann zu laut sind, dann muss man eben den Lehrern Bescheid sagen. Aber hört euch das mal an, die habe ich hier unten drunter. Natürlich kann ich keine Gesichter aufnehmen, aber der Sound, der ist hier unten. Ich fahre mal wieder zu der Schule. Ich muss nochmal die gleichen fahren. Aber hört euch mal an, wie laut das da war. Ja, aber wie gesagt, einfach da rein, da raus. Ihr wisst, was ich meine. So ein Pegel hier im Bus ist nicht immer konstant. Wie gesagt, wenn man so Schwimmfahrten macht oder bestimmte Schulen, es gibt auch Schulen, die sind ganz ruhig. Die hörst du gar nicht, die Schüler und die Lehrer, die sagen auch Guten Morgen, die steigen ein. Die sagen ab jetzt Ruhe. Dann zählen die 1, 2, 3 und bei 3 muss jeder sitzen. Wirklich eine feine Sache. So Leute, das Video ist zu Ende. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Besser habe ich es nicht hinbekommen. Ein paar Sounds waren drin, ein paar Szenen da im Schulzentrum waren drin. Wie gesagt, wenn ihr Busfahrer werden wollt, könnt ihr euch, wie ich im Beitrag vorhin schon gesagt habe, irgendwo im Bus mal, Linienbus mal mitfahren und euch das Geschehen einfach mal anschauen. Ansonsten, der Job, der macht mir Spaß. Auch weiterhin, weil ich ja eben halt reise und Linienbus fahre. Daher eine Bitte habe ich noch an euch, wenn ihr meinen Kochkanal noch nicht kennt, der hat sich jetzt ein bisschen geändert, ketogene Ernährung wird da angeboten, das koche ich dann auch selbst und habe auch die ketogene Ernährung selbst gemacht, wie ihr sehen könnt, schon richtig viel abgenommen und ich weiß, ein paar Busfahrer von uns, die sind auch ein bisschen füllig und so, ne? Das kommt hier ohne Bewegungsmangel, ihr sitzt hier den ganzen Tag hier nur rum, aber auch nicht schlimm, ihr könnt das auch machen. Wie das alles geht, einfach mal bei mir auf Kochschule OE nachschauen. Ich werde ab heute ist Sonntag, heute müsste der erste Tag sein, wo ich dann jeden Tag ein Video hochlade, wie ich mich ernährt habe, die 21 Tage, um eben halt fast 10 Kilo abzunehmen. Ich habe noch ein paar Tage vor mir, aber ich habe jetzt schon, das ist der 7. Tag, ich habe schon mal vorgedreht. Aber davor habe ich ja auch schon mal 21 Tage gemacht und da hatte ich schon 6 Kilo abgenommen. Fehlen mir nur noch 4, dann habe ich 10 Kilo abgenommen und mal gucken, was danach noch alles kommt. Und wenn ihr das noch nicht abonniert habt, das Abonnieren natürlich nicht vergessen, Glocke aktivieren, damit es wieder neue Busfahrschule Videos gibt. Boah, das war ein schwieriges Wort. So, jetzt haben wir genug geredet. Macht's gut, in diesem Sinne. Wünscht euch alles Gute, euer Memeroe.